hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte euch dieses Buch einmal vorstellen. Das ist das Buch Colorists Special Effects. Das ist das 3. Band von Helen Elliston. Und das ist ein Buch, das speziell dafür da ist, um Effekte zu lernen für Malbücher oder zum Zeichnen. Und das in Schritt für Schritt Anleitungen. Und mir wurde das Buch schon sehr, sehr oft empfohlen. Ich habe noch ein anderes Buch. Ich glaube, das heißt Colored Pencil Textures, wenn ich mich nicht irre. Ich werde unten die Review von dem anderen Buch in der Infobox verlinken, sodass ihr das auch finden könnt. Und es wurde mir oft empfohlen, weil es eben speziell für zum Beispiel Malbücher praktisch ist, um so Effekte zu lernen, wie man ein Spiegelei ausmalt oder Blumen. Und ich habe es schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste gehabt und nun endlich gekauft, um zu wissen, was ist der Hype dahinter. Und ich werde das Buch nicht komplett durchblättern, weil wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man das Buch auch kaufen, weil mir auch schon oft gesagt wird, wenn man Sachen durchblättert, dann könnten zum Beispiel Leute hier jetzt pausieren, ranzoomen und die Sachen eben von meinem Video quasi nehmen und dann malen, anstatt sich das Buch zu kaufen und dann eben die Sachen da zu üben. Ich werde deswegen nur so grob ein bisschen zeigen, was so die Themen des Buches sind. Also es ist wirklich querbeet von Tropfen über Mauern, Regenbögen, Effekte, Hintergründe, Büsche, Gräser, Berge, Seile. Diese Tür möchte ich unbedingt ausprobieren. Hier einmal ein paar Planeten, Croissants, Melonen, Honig, Waben, Bienen. Dann hier auch wieder verschiedene Grünzeug, Bäume, ein bisschen was im Wasser, Blumen vor allen Dingen, was mich sehr interessiert hat. Und hier noch ein paar andere Effekte, die man so nirgendwo als Tutorial findet. Also wirklich querbeet alles durch und alle ihre Bücher sind komplett verschieden. Also wenn ihr alle Bände habt, habt ihr wirklich so massig viele Hilfen, um im Malbuch auszumalen. Euch wird es an nichts fehlen. Und wie gesagt, mich haben die Blumen zum Beispiel sehr interessiert und ich habe hier das Beispiel der Tulpe. Und was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass hier wirklich mehrere Schritte sind und man so eigentlich sehr gut folgen kann. Dann das zweite, was ich sehr gut fand, hier unten habe ich mich übrigens versucht, ist, dass man mehrere Zeichnungen in dem Buch hat, hier auch am Ende des Kapitels, um sich eben zeichnerisch nochmal auszuprobieren oder eher das auszumalen und wirklich diese Technik zu üben, weil von einem Mal hat man es meistens nicht drauf. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe dann einfach angefangen. Das Buch ist hier auf die Prismacolors bezogen, aber man kann natürlich, wenn man ein anderes Farbset hat, ähnliche Farben wählen. Aber sie nennt hier explizit die Prismacolor Namen und Farbnummern. Dann hatte ich hier schon, dass sie sich wahrscheinlich vertan hat. Hier steht Blush Pink 913, es ist aber Blush Pink 928. Nach einer verzweifelten Suche habe ich es dann auch gemerkt, weil ich ja immer nach den Farbnummern suche und nicht nach den Farbnamen. Ja, und was mir dann auch sehr aufgefallen ist, dass die Zeichnung hier nicht mit Buntstift gemacht ist, sondern ich schätze mal digital, ob mit einer App oder einem Malprogramm, wer weiß. Und ja, ich habe aus anderen Reviews herausgehört, dass sie das extra macht, um wirklich explizit zeigen zu können, wo man diese Farben auftragen soll. Und mich hat das bei dem Tutorial gestört, weil ich schon gerne sehe, wie sich die Farben dann mit Buntstift verblenden und ich nicht weiß, zum Beispiel anhand von dieser Skizze, soll ich das jetzt wirklich so doll auftragen
und blendet sich das später raus? Oder soll ich mich lieber hier dran halten und hoffen, dass das passt? Und das hat mich sehr, sehr unsicher gemacht. Ich denke, wenn ich die Blume noch so 2-3 Mal male, dann finde ich das durch Ausprobieren heraus. Aber auf Anhieb konnte ich das durch die Vorgabe dieser Skizze leider nicht. Ich werde euch nochmal ein anderes Beispiel zeigen. Das ist zum Beispiel hier. Man sieht explizit, dass das hier digital gemacht ist. Sie gibt hier vor, wie man diese Schatten eben malt, wo die Farben hingehören, was einerseits auch gut ist, aber andererseits hätte ich jetzt als Laie, wenn ich mich Schritt für Schritt vorarbeite und nicht vorausschauend denke, hätte ich jetzt die Farbe so doll aufgetragen, aber wenn ich aufs Endergebnis gucke, das ist das, was sie mit Buntstift gemalt hat, was halt nicht digital erstellt ist, dann ist das Grün gar nicht so dunkel. Und so hätte ich schon mal einen falschen Farbauftrag gemacht, weil so, wenn man das so dunkel aufträgt und nicht ineinander blendet, wird man das hinterher nicht korrigieren können. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Ich verstehe ihre Intention dahinter, dass man hier wirklich sieht, wo die Schatten sind. Allerdings ist es für mich als Anfänger und Laie, der lernt und nicht so vorausschauend malen kann und wirklich Schritt für Schritt arbeitet, schwer auch immer das Endergebnis dann im Auge zu behalten. Deswegen gehe ich an dieses Special Effect Buch mit gemischten Gefühlen dran. Ich denke, man gewöhnt sich wahrscheinlich daran, an diesen Tutorial-Stil. Allerdings müsste ich mich da noch öfter und länger dran setzen, auch weil ich nicht denke, dass sie hier bei jedem Bild ihre Buntstift-Endversion hinzugefügt hat, wie zum Beispiel das hier sieht für mich nicht aus wie die Endversion mit Buntstift, aber ich kann jetzt auch nicht das Endergebnis finden. Ja, alles in allem finde ich es eigentlich sehr praktisch, um so ein bisschen von diesem typischen 3-Farben-Blend abzuweichen, um mal neue Farbkombinationen zu lernen und sich auch vielleicht mal ein bisschen was anderes zu trauen. Und ich finde es auch gut, dass man sich hier drin ausprobieren kann. Ich fand das Papier zum Malen eigentlich auch ganz gut. Es ist auf jeden Fall, es ist Kopierpapier, fühlt sich schon ein bisschen stabiler an, aber ich konnte jetzt mit meinem Prismacolors eigentlich auch gut darauf malen. Aber ich denke, ich brauche einfach noch mehr Übung und Übung in ihrer Art von Tutorial-Stil. Und mal schauen, ob es mich dann so begeistert wie manch anderer. Aber hier auf jeden Fall für euch eine Buchvorstellung. Wer lernen möchte, wen es interessiert, kauft euch das Buch, probiert euch aus. Nachteile werdet ihr dadurch nicht haben, außer dass ihr natürlich mehr lernt, die Stifte zu kontrollieren. Und jeder Fehlschlag ist auch ein Erfolg, weil man mit jedem Malen mehr dazu lernt. Ich kann ja auch sagen, dass hier bei meiner Tulpe, auch wenn ich mit dem Endergebnis nicht zufrieden bin, fand ich schon, dass ich bei dem nächsten Üben wahrscheinlich einige Sachen anders gemacht hätte und ich hier auf jeden Fall was über Farbkombination gelernt habe, wie hier das Grau hätte ich nie reingenommen, aber sie hat es vorgegeben, ich habe es ausprobiert und fand es eigentlich ganz gut. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!